was in China im Moment los ist. Natürlich, da werden solche große Summen dargeboten. Da habe ich auch gestern in einem Interview gesagt, dann wirst du mehr oder weniger gezwungen, mal kurz darüber nachzudenken. Aber du hast nur eine Fußballkarriere und ich glaube, wenn Spieler jetzt auf diesem Alter, meinem Alter auch, ich werde jetzt bald 33, wenn du dann sagst, okay, ich entscheide mich, noch viel Geld zu verdienen und ich gehe nach China, dann musst du auch akzeptieren, dass deine Fußballkarriere vorbei ist und das will ich noch nicht. Lasogga fehlt HSV zum Auftakt. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, fällt der 25-Jährige aufgrund einer Faszienverletzung für längere Zeit aus. Somit wird der Stürmer beim ersten Bundesligaspiel der Rückrunde gegen den VfL Wolfsburg am Samstag nicht dabei sein. Offenbar muss der Hamburger SV auch auf Torwart René Adler verzichten. Dieser war erst am Dienstag zur Mannschaft zurückgekehrt und absolvierte nur ein individuelles Training. Wie Tuchel Ramos ersetzen will. Nach dem Wechsel von Adrian Ramos zum chinesischen Club Shandong Lifan plant Trainer Thomas Tuchel offenbar keinen Ersatztransfer für seinen abwandernden Stürmer. Es sei nicht zwanghaft, dass man die Stelle 1:1 noch in dieser Periode besetzen wolle, sagte der 43-Jährige. Er verwies hier auf Marco Reus, André Schürrle und Mario Götze als Alternativen im Angriff, bis Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang vom Afrika-Cup zurückgekehrt ist. Alle können auf dieser Position spielen, so Tuchel. Schock um Bender beim BVB. Nach der Partie gegen den SC Paderborn bangt Borussia Dortmund um Sven Bender. Der Mittelfeldspieler musste nach einem Foul mit einer Verletzung am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Er wurde noch während des Spiels ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Man hoffe sehr, dass es nicht allzu Schlimmes sei, sagte Kapitän Marcel Schmelzer. Dominguez tritt gegen Eberl nach. Nach einem Besuch des Sportinvaliden bei seinem ehemaligen Verein Borussia Mönchengladbach ist Alvaro Dominguez weiterhin alles andere als gut zu sprechen auf Sportdirektor Max Eberl. Zutiefst sitze die Enttäuschung über sein vorzeitiges Karriereende. Aus Sicht des Spaniers hatte Eberl Druck ausgeübt, damit er trotz Schmerzen auflaufe. Am 6. Dezember beendete Dominguez seine Karriere wegen eines mehrfachen Bandscheibenvorfalls. Mit den Sport 1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.